1939 glaubten viele in Europa noch an Frieden. Doch 10 Monate später stand Hitler in Paris. Wie konnte das passieren? War der Zweite Weltkrieg wirklich unvermeidlich? Hallo, ich bin Herr Müller und in diesem Video erkläre ich dir, wie der Zweite Weltkrieg wirklich begann und warum Hitlers Blitzkriegsstrategie so erfolgreich war. Natürlich einfach erklärt. Los geht's! Kapitel 1: Hitlers strategisch-taktische Planung. Hitler plante den Krieg von Anfang an als sogenannten Blitzkrieg. Das bedeutet schnelle, überraschende Angriffe, bei denen der Gegner kaum reagieren kann. Ziel war ein schneller Sieg, um einen langen Stellungskrieg wie im Ersten Weltkrieg zu vermeiden. Ein weiteres Ziel war keinen Zwei-Fronten-Krieg, also Krieg im Osten und im Westen zur gleichen Zeit. Deshalb schloss Hitler am 23. August 1939 den Hitler-Stalin-Pakt mit der Sowjetunion. Ein geheimes Zusatzprotokoll regelte die Aufteilung Osteuropas. So war klar, die Sowjetunion würde bei einem Angriff auf Polen nicht eingreifen. Für die Blitzkriegsstrategie war auch moderne Technik entscheidend. Die Luftwaffe führte gezielte Angriffe auf wichtige Infrastruktureinrichtungen durch. Dazu gehörten unter anderem Brücken, Bahnhöfe und Funkanlagen, die für die Kommunikation und Logistik des Gegners von großer Bedeutung waren. Die Panzerdivisionen rückten mit hoher Geschwindigkeit vor. Dabei wurden sie von motorisierten Infanterie begleitet, die ihnen folgte und die eroberten Gebiete sicherte. Die Blitzkrieg-Idee stammte nicht allein von Hitler. Schon nach dem Ersten Weltkrieg entwickelten Militärtheoretiker wie Heinz Guderian Konzepte für einen schnellen Bewegungskrieg mit Panzer, Luftwaffe und Infanterie. Auch psychologische Kriegsführung war Teil der Strategie. Plötzliche Angriffe, Angst und Desinformation sollten die Gegner schnell zur Kapitulation bewegen. Doch Hitler beging einen Denkfehler. Er glaubte, die Westmächte würden nicht eingreifen, wie bei der Sudetenkrise 1938. Diese Fehleinschätzung bestärkte ihn in seinem riskanten Kurs. Kapitel 2: Der Überfall auf Polen. Am 1. September 1939 begann der Krieg mit dem Angriff auf Polen. Der erste Test für den Blitzkrieg. Die Wehrmacht setzte auf Geschwindigkeit, Überraschung und moderne Technik. Die polnische Armee war tapfer, aber unterlegen. Sie hatte kaum moderne Panzer oder Flugzeuge. Schon am ersten Tag zerstörte die Luftwaffe Bahnstrecken, Funkverbindungen und Straßen. Panzerverbände rückten schnell vor. Ziel: Polen überrollen, bevor es sich wehren konnte. Die Nazis inszenierten sogar einen angeblichen Angriff polnischer Soldaten auf den Radiosender Gleiwitz, eine sogenannte Falsche-Flagge-Aktion, um den Krieg als Verteidigung erscheinen zu lassen. Am 17. September marschierte auch die Sowjetunion in Polen ein. Entsprechend dem Hitler-Stalin-Pakt wurde Polen zwischen den beiden Mächten aufgeteilt. Die deutsche Besatzung war brutal. Gewalt, Verfolgung und Terror waren an der Tagesordnung. Viele Polen verloren ihr Zuhause, ihre Freiheit und ihr Leben. Der Überfall war militärisch erfolgreich. Doch Hitler hatte sich verrechnet. Großbritannien und Frankreich erklärten dem Deutschen Reich am 3. September 1939 den Krieg. Der Zwei-Fronten-Krieg, den Hitler vermeiden wollte, war da. Kapitel 3: Der Angriff auf Dänemark und Norwegen. Nach Polen wollte Hitler die Rohstoffversorgung sichern. Vor allem das Eisenerz aus Schweden, das über Norwegen geliefert wurde. Hitler befürchtete, Großbritannien könnte Norwegen besetzen. Um das zu verhindern, begann am 9. April 1940 das Unternehmen Weserübung, der Angriff auf Dänemark und Norwegen. Dänemark kapitulierte kampflos. Norwegen leistete Widerstand, mit britischer und französischer Hilfe. Die Kämpfe konzentrierten sich auf Orte wie Narvik und Oslo. Es war das erste große, koordinierte Unternehmen von Heer, Marine und Luftwaffe. Deutschland sicherte sich den Zugang zur Nordsee und Großbritannien musste sich zurückziehen. Kurz danach wurde Winston Churchill Premierminister. Er wurde zu einem der entschlossensten Gegner Hitlers. Kapitel 4: Der Westfeldzug gegen Frankreich. Nach Skandinavien war Frankreich das nächste Ziel. Am 10. Mai 1940 griff Deutschland an. Gleichzeitig Belgien, Luxemburg, die Niederlande und Frankreich. Die Alliierten erwarteten den Angriff durch Belgien. Dort standen viele Truppen. Doch der Hauptangriff kam überraschend durch die Ardennen. Ein bewaldetes Gebiet, das als unpassierbar für Panzer galt. Ein Irrtum. Der Sichelschnittplan von General von Manstein sah vor, mit schnellen Panzern die Alliierten einzukesseln. Frankreich hatte dort kaum Verteidigungslinien, ein schwerer Fehler.
Trotz logistischer Probleme wie Staus und Treibstoffmangel blieb die Reaktion der Alliierten zu langsam. Ende Mai wurden britische und französische Truppen bei Dünkirchen eingekesselt. Hitler stoppte kurzfristig die Panzer und die Luftwaffe übernahm. Diese Pause ermöglichte Operation Dynamo, rund 340.000 Soldaten über den Ärmelkanal zu retten. Mit Kriegsschiffen, Fischerbooten und Yachten. In Großbritannien ist das bis heute ein Symbol für Mut und Zusammenhalt. Am 14. Juni marschierte die Wehrmacht in Paris ein. Nur 8 Tage später, am 22. Juni 1940, unterzeichnete Frankreich den Waffenstillstand. Der Norden des Landes wurde fortan von deutschen Truppen besetzt, während der Süden unter der Verwaltung des sogenannten Vichy-Regimes gestellt wurde, das mit den Deutschen zusammenarbeitete. Hitler hatte in wenigen Wochen eine der mächtigsten Armeen Europas besiegt. Kapitel 5 – Der Luftkrieg gegen England. Nach dem Sieg über Frankreich richtete Hitler seinen Blick auf das nächste Ziel: Großbritannien. Eine Invasion der britischen Inseln war jedoch nur möglich, wenn Deutschland zuvor die Luftherrschaft erringen würde. Das bedeutet, die britische Royal Air Force, kurz RAF, auszuschalten. In der ersten Phase des Luftkriegs konzentrierte sich die deutsche Luftwaffe auf gezielte Angriffe gegen Flugplätze, Radarstationen und Flugzeugfabriken. Ziel war es, die britische Luftverteidigung zu schwächen und eine deutsche Luftüberlegenheit zu erzwingen. Doch die britische RAF hielt stand, gut organisiert, kampferprobt und unterstützt durch ein funktionierendes Radarnetz. In der zweiten Phase änderte die Luftwaffe ihre Taktik. Nun standen große britische Städte im Fokus der Angriffe. Besonders London wurde über Wochen hinweg bombardiert. Diese Phase ging als The Blitz in die Geschichte ein. Nacht für Nacht fielen Bomben auf Wohngebiete, Schulen und Krankenhäuser. Viele Menschen suchten Schutz in den U-Bahn-Schächten, die zu provisorischen Notunterkünften wurden. Dort schliefen Familien auf improvisierten Betten und es fanden sogar kleine Konzerte statt. Trotz der schweren Angriffe blieb die britische Moral ungebrochen. Dank ihrer Radarabwehr, einer hohen Flugzeugproduktion und dem unermüdlichen Einsatz der RAF konnte Großbritannien sich verteidigen. Ein weiteres Problem für die Deutschen war die begrenzte Reichweite ihrer Jägerflugzeuge, die nicht lange über dem britischen Luftraum bleiben konnten. Schließlich musste Hitler die geplante Invasion Großbritanniens auf unbestimmte Zeit verschieben. Der Luftkrieg gegen England wurde zu Hitlers erstem großen Rückschlag im Zweiten Weltkrieg. Kapitel 6 – Der Balkan und Nordafrika. Eigentlich wollte Hitler 1941 die Sowjetunion angreifen, doch neue Probleme kamen dazwischen. Italien scheiterte in Griechenland. Hitler fürchtete, Großbritannien könnte auf dem Balkan Fuß fassen. Deshalb marschierte die Wehrmacht im April 1941 in Jugoslawien und Griechenland ein. Beide Länder wurden besiegt. Auf Kreta fand im Mai 1941 die erste große Luftlandeoperation der Geschichte statt. Viele Fallschirmjäger wurden bereits in der Luft beschossen. Die Verluste waren so hoch, dass Hitler solche Einsätze verbot. Zur gleichen Zeit kämpfte die Wehrmacht unter General Erwin Rommel in Nordafrika gegen die Briten. Rommel war erfolgreich, doch die Versorgung über das Mittelmeer war schwierig. Viele Schiffe wurden versenkt. Diese Einsätze kosteten Ressourcen und verzögerten den Angriff auf die Sowjetunion. Ein folgenschwerer Zeitverlust. Kommen wir nun zur Zusammenfassung und Fazit. Der Zweite Weltkrieg begann nicht aus dem Nichts. Er war das Ergebnis von Hitlers langfristiger Planung, aggressiver Außenpolitik und der Illusion, dass die Westmächte nicht eingreifen würden. Die Strategie des Blitzkriegs, also schneller, koordinierter Angriffe mit Panzer, Luftwaffe und Infanterie, führte in den ersten Monaten zu beeindruckenden militärischen Erfolgen. Polen, Dänemark, Norwegen, die Benelux-Staaten und Frankreich wurden innerhalb kurzer Zeit besiegt. Doch war der Krieg unvermeidlich? Nein. Es gab viele Chancen, Hitlers Expansionspläne früher zu stoppen. Der Nicht-Angriffspakt mit Stalin, das Zögern der Westmächte nach der Sudetenkrise und die Appeasement-Politik haben Hitler in seinem Kurs bestärkt. Erst nach dem Angriff auf Polen wurde die Grenze überschritten, die Großbritannien und Frankreich zum Handeln zwang. Warum war Hitlers Blitzkriegsstrategie so erfolgreich? Weil sie auf Überraschung, Geschwindigkeit und moderner Technik basierte und weil viele Länder auf einen solchen Angriff nicht vorbereitet waren. Doch der erste große Rückschlag kam mit der Luftschlacht um England. Die britische Widerstandskraft zeigte, der Blitzkrieg hatte Grenzen. Die Bilanz der ersten Kriegsmonate, schnelle Erfolge, aber auch strategische Fehler.
Hitler hatte den Krieg unterschätzt. Statt eines kurzen Konflikts entwickelte sich ein globaler Mehrfrontenkrieg, der schließlich auch Deutschland überforderte. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie und warum Hitler 1941 die Sowjetunion angriff und warum dieser Schritt zu einem Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg wurde. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Bis bald, dein Herr Müller.